wirklich toll. Woher kennst du ihn denn? Ich habe Sergej auf der Straße gehört. Das ist das beste Geschenk, was du mir machen konntest. Ich habe mich in eine Frau verliebt. Was? Und ich komme mit meinen Gefühlen einfach nicht mehr klar. Leonard. Leonard! Hilfe! Er braucht Hilfe! Was ist passiert? Sein Herz hat plötzlich aufgehört zu schlagen. Bitte verlassen Sie den Raum. Aber ich... Sofort in OP. Gut, dass du da bist. Du musst es durchhalten, Leonard. Alles wird gut. Hörst du? Alles wird gut. Alles wird gut, Leonard. Moment, das geht nur die Familie was an. Und du gehörst nicht mehr dazu. Lass mich durch. Ich will bei ihm sein. Verstehst du das nicht? Das verstehe ich nur zu gut. Aber wie willst du das Vater erklären? Ist wohl nicht der rechte Moment für solche Enthüllungen, stimmt's? Warum tust du das? Weil du schon genug angerichtet hast. Weißt du, wie er sich fühlt, seit ihr euch getrennt habt? Und Leonard hat jetzt Silke an seiner Seite. So verschwinde einfach. Ich bin genau wie du. Ich stehe auf Frauen. Du. Ich hab's erst jetzt kapiert. Ich weiß selbst nicht, wieso. Dir ist wirklich jedes Mittel recht. Siehst du, die anderen verstehen mich nicht. Aber du weißt doch, wie das ist. Ich hab gedacht, vielleicht kannst du mir irgendwie helfen. Jetzt warte erst mal. Ich meine, bisher warst du nur an Männern interessiert. Was ist denn passiert? Irgendwie wollte ich das einfach nicht an mich ranlassen, dass mir gar nichts daran liegt. Und deswegen verliebst du dich jetzt ganz einfach in eine Frau. Naja. Sie macht mit deiner Ex rum. Und irgendwas verspricht sie sich davon. Vanessa macht nie was ohne Absicht. Ist das wahr? Du und Anke. Spielen Sie doch noch ein Lied. Gute Idee. Was zum Tanzen? Ja, bei solchen Gelegenheiten gibt es immer zu wenig Männer. Hauptsache, meine Nichte hat den richtigen gefunden. Ja. Und du hast ihn einfach von der Straße weg engagiert? Ich hatte ja nicht viel Zeit, mir was auszudenken. Ja, an meinen Geburtstag hänge ich nicht so gerne an die große Glocke. Das macht mich immer ein bisschen melancholisch. Oh, und ich organisiere auch noch eine Überraschungsparty. Ich finde wirklich jedes Fettnäpfchen. Nein, so meine ich das nicht. Die Idee war toll. Obwohl, noch lieber wäre ich jetzt gern mit dir alleine. Wollen wir hoch auf mein Zimmer? Gerne. Okay, dann los. Dann hast du also die ganze Zeit eine Schuhe abgezogen. Nein. Ja, was denn dann? Du hast sie schlecht gemacht, weil du sie mochtest? Ja. Es war einfach so, ich wollte mich dagegen wehren. Gegen meine Gefühle. Und deswegen war ich so fies zu ihr. Ach, nicht etwa, weil du mir keine Freundin gegönnt hast oder weil du glaubtest, ich würde mich nicht mehr um dich kümmern? Mit dir hatte das überhaupt nichts zu tun. Natürlich. Wirklich. Sie hat mich einfach total verwirrt und ich wollte meine Ruhe zurück. Deine Ruhe? Und deshalb hast du uns auseinandergebracht? Das habe ich nicht.
Ich erinnere mich an die Situation in meinem Badezimmer. Das ging von ihr aus. Das sieht Anke ganz anders. Ich konnte mich noch nicht wehren. Ich war total durch den Wind. Und irgendwie fand ich das ja auch schön. Du wolltest, dass ich euch erwische. Und du wolltest, dass ich sie rausschmeiße. Das ist nicht wahr. Die ganze Sache ist nur passiert, weil ich eben auf Frauen stehe. Da ist es mir klar geworden. Du drehst dir alles so, wie es dir gerade in den Kram passt. Warum glaubst du mir nicht? Du hast es doch auch mal durchgemacht. Ja, ich, aber du nicht. Kann ich doch nichts dafür. Entweder du lügst von vorne bis hinten oder du hast mir die Freundin ausgespannt. Beides ist nicht besonders witzig. Und jetzt wäre ich gern alleine. So, jetzt sind wir für uns. Auf dich. Schmeckt gut. Schmeckt noch besser. Das war klar. Nicht schon wieder. Vielleicht ist es wichtig. Mandanten. Jetzt geh schon ran. Die sehe ich nachher sowieso um 8. Du bist doch sonst so pflichtbewusst. Heute nicht. Auf ihr Wohl. Ist oder wie? Danke für mich nicht. Ist noch zu früh. Danke, Nicole, nein. Wo ist Natalie eigentlich? Ich glaube, sie feiert ihren Geburtstag lieber mit Lars alleine weiter. Verstehe. Herzstillstand. Sie mussten ihn wiederbeleben. Ja, und jetzt ist er außer Gefahr? Ich weiß es nicht. Ich darf ja nicht zu ihm und man sagt mir nichts. Das Schlimmste ist, ich bin an allem schuld. Aber was redest du denn da, Schätzchen? Ich war einfach zu feige. Das stimmt nicht. Rede dir das nicht ein. Er hätte sich sonst nie auf Silke eingelassen. Kolumbien, die Entführung, die Schießerei, das wäre doch alles nie passiert. Ach, aber dafür darfst du dir doch jetzt nicht die Schuld geben. Wenn Leonard stirbt, das verzeih ich mir nie. Sorry, aber irgendwas ist mit Leonard. Was denn? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall will Ansgar uns alle sprechen. Was kann das bedeuten? Ach, jetzt wartet erst mal ab. Und du rufst mich nachher mal an? Mach ich. Na dann. Und? Wie geht es ihm? Setzt euch erst mal, wir warten noch auf Carla. Nun sag schon. Was gibt's denn, Ansgar? Also, Leonard hatte heute einen plötzlichen Herzstillstand. Ich dachte, er hätte das Schlimmste überstanden. Was sagen denn die Ärzte? Die haben es schon wieder im Griff. Er ist auch nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Es gibt allerdings noch etwas. Das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist, aber sie mussten Leonard ins künstliche Koma versetzen. Künstliches Koma? Ja, sie können ihn wohl jederzeit zurückholen und es ist wohl insgesamt besser für ihn. Er leidet weniger. Und woher wissen Sie, dass er wieder aufwacht? Dazu, das sind jetzt alles keine berauschenden Nachrichten, aber uns bleibt im Moment nichts anderes übrig, als abzuwarten und als Familie zusammenzuhalten. Weiß Sissi schon Bescheid? Nein, das ist auch nicht nötig. Das Ganze geht sie ja nichts mehr an. Soll ich uns was kochen? Oder wollen wir essen? Du hast doch noch gleich diesen Termin. Ja, aber der dauert ja nicht lange. Wir könnten das Essen aber auch ausfallen lassen. Ich hätte da auch eine bessere Idee. Aha, und wie sieht die aus? Tja, die sieht ungefähr so aus.
Interessant, ich überleg's mir noch mal. Sorry, Lars, da wurde eben was Dringendes für dich abgegeben. Leg's dahin. Das war ein Eilkurier. Jetzt mach schon auf. Oh, Was denn? das ist für meinen Termin gleich. Es geht um eine Art Ehevertrag für ein schwules Pärchen. Und jetzt stellt sich raus, dass einer von beiden Spanier ist. Na super. Na und? Ich kann kein Spanisch. Wie soll ich die beiden denn beraten, wenn ich nichts verstehe? Das hätten die doch gleich sagen können. Wollten sie vielleicht auch. Kann auch sein, dass Sie das waren, die vorhin ständig angerufen haben. Ja, das kann sein, aber das wäre jetzt auch zu spät gewesen, verdammt nochmal. Wozu hast du eigentlich eine Freundin, die Dolmetscherin ist? Ich komme einfach mit. Das würdest du machen? Ja, klar. Jetzt war ich mir doch nicht immer aus. Läuft da was mit Vanessa oder nicht? Bin ich hier beim Verhör oder was? Vanessa erzählt mir, sie ist plötzlich lesbisch und mit dir zusammen. Stimmt das? Ja. Aber was geht dich das an? Soweit ich mich erinnere, hatten wir mal was miteinander. Hatten. Ganz genau. Das mit uns, das war doch eh nichts Festes. Ach so. Na dann, viel Glück. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Ich bin gespannt, wie schnell Vanessa wieder auf Männer umschwenkt. Das glaube ich nicht. Hallo. Das ist aber eine nette Überraschung. Oh, entschuldige, Vater. Nein, komm ruhig rein. Ich muss sowieso gleich ins Krankenhaus. Findest du nicht, du solltest dich mal etwas ausruhen? Leonhard ist in den besten Händen. Er hat doch auch nichts davon, wenn du dich jetzt für ihn aufreibst. Koma-Patienten bekommen einiges mit. Es ist gut, wenn immer jemand bei ihm ist und mit ihm redet, sagt Silke. Na gut, dann fahr ich hin. Und du ruhst dich inzwischen etwas aus. Leonhard braucht mich. Aber Vater, du musst auch ein bisschen an dich denken. Nein, nein, ich muss ins Krankenhaus. Soll ich dich wenigstens begleiten? Nicht nötig. Silke ist sicher noch bei ihm. Sie weicht nicht von seiner Seite. Ja, sie tut wirklich eine Menge. Zum Glück hat sie vorhin so schnell reagiert. Und Cecile auch. Was wollte Cecile eigentlich bei Leonhard? Ja, sie macht sich Sorgen um ihn. Ja, aber du hattest sie ausdrücklich gebeten, wegzubleiben. Warum hält sie sich nicht daran? Ach, das ist doch jetzt unwichtig. Ich habe jetzt keine Kraft, an Cecile zu denken. Für mich zählt nur Leonhard. Ich weiß. Warum hast du mir nicht früher gesagt, dass zwischen dir und Vanessa was läuft? Wieso soll ich dich denn nicht küssen? Ich will nicht, dass uns einer sieht. Wieso, ist deine neugierige Freundin hier oder hast du doch einen eifersüchtigen Bodybuilder zum Freund? Nein, ich will das eben nicht, okay? Muss ja nicht jeder von uns im One-Night-Stand wissen. Du stehst auf Heimlichkeiten. Mir auch recht. Aber sag mal, hast du heute Nacht schon was vor? Noch nicht, aber ich muss jetzt gehen. Das wäre aber schade, weil ich habe nämlich noch nichts vor. Tut mir leid, aber ich muss jetzt wirklich... Gregor? Carla! Hallo. Was machst du denn in Düsseldorf? Und woher kennt ihr euch denn? El coche también. Sind wir immer noch bei der Auflistung der Güter? Herr Montero bringt das Ferienhaus an der Biscaya und den Wagen mit in die Ehe. Und die Stadtwohnung ist und bleibt in meinem Besitz. Ja, das sagte Herr Montero schon. Dann herrscht also Einvernehmen über eine Gütertrennung. Gut, dann kommen wir zum Fall einer Trennung. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, verzichten Sie beide bei einer Scheidung auf gegenseitigen Unterhalt. Korrekt. Planen wir gerade eigentlich eine Hochzeit oder eine Scheidung? Eine eingetragene Partnerschaft und der Vertrag befasst sich nun mal auch mit dem schlimmsten Fall. Also bevor Sie heiraten, planen Sie schon die Trennung? Ja, man kann das schließlich nie wissen. Ja, aber das ist doch auch vernünftig. Ich meine, dann gibt es später weniger Ärger. Also ihr kennt euch über Natalie. Schon seit Ewigkeiten. Die Welt ist sehr klein. Ja, und ihr? Also Wir kennen uns eigentlich gar nicht. Ich habe sie vorhin angequatscht und sie fand das wohl nicht so toll. Ja, ich muss ja nicht gleich mit jedem ein Bier trinken. Na, nichts für ungut. Solltest du es dir doch anders überlegen, ich wohne hier. Frag einfach nach Gregor. Ciao. Wir sehen uns.
Ciao. Lästiger Typ. Hast du mit Anke gesprochen? Ja, Und glaubst mir jetzt? dass du auf Frauen stehst. Ich würde sagen, irgendwann probiert sich jeder mal ein bisschen aus. Du sagst das so abwertend. Dabei hat es echt Kraft gekostet, mich dazu zu bekennen. Erwartest du jetzt Glückwünsche von mir? Carla, was habe ich dir getan? Das mit Anke habe ich dir doch schon erklärt. Also gut, vielleicht hast du dich ja wirklich in sie verknallt. Aber das entschuldigt noch lange nicht dein Verhalten. Tschüss. Immerhin glaubst du mir, ist das mit den Frauen? Vanessa. Bleiben Sie noch bei ihm? Ja. Dann gehe ich mir mal die Beine vertreten. Sie können auch gerne nach Königsbrunn fahren, wenn Sie wollen. Nein, danke. Sie sind seit gestern Abend auf den Beinen. Nicht, dass Sie mir noch zusammenklappen. Es geht schon. Nicht bewundernswert, wie sie das durchsteht. Ja. Und, wie geht es ihm? Unverändert. Aber ich glaube, er mag es, wenn ich mit ihm rede. Leonard. Du musst jetzt einfach nur gesund werden. Eifersüchtig? Ich bitte dich. Ist auch besser so. Dein Vater wird dir nie danken, was du für Leonard getan hast. Y el perro también. Den Hund jetzt auch noch. Der Hund bleibt bei mir. Gibt es Probleme? Ja, Sie werden sich nicht einig, wer den Hund bekommt. Sie haben doch gar nicht erwähnt, dass Sie einen Hund haben. Wir wollen uns einen anschaffen. Sie haben noch gar keinen Hund und streiten jetzt schon darüber, wer ihn bekommt? Naja, Hunde können über 15 Jahre alt werden. Da ist eine Trennung in der Zeit gut möglich. Ich fass es nicht. Seitdem wir hier sitzen, war noch mit keinem Wort von Liebe die Rede. Es geht die ganze Zeit nur um Trennung. Wer kriegt dies, wer kriegt das? Ja, aber darum geht es nun mal in einem Ehevertrag. Warum heiraten Sie überhaupt? Lassen Sie es am besten ganz bleiben. Ihre Beziehung hält sowieso nicht. Natalie, bitte. Ja, ist doch wahr. Da ist doch kein Funken Romantik im Spiel. Was wollen Sie eigentlich voneinander? Also das müssen wir uns nicht bieten lassen. Los, Miguel, vamos. Meine Herren, bleiben Sie doch. Es tut mir leid. Was sollte das denn? Hallo, Silke. Hallo. Gibt's was Neues? Ah, nicht viel. Ich komme gerade vom Chefarzt. Leonard bleibt die nächsten paar Tage im künstlichen Koma. Was heißt das? Ist das gefährlich? Ist er in Lebensgefahr? Da kann ich dich beruhigen. So wie es aussieht, ist er überm Berg. Das Koma dient nur zur Heilung. Oh, da bin ich froh. Hauptsache, er wird wieder gesund. Das wird er. Danke. Danke, dass du mir das gesagt hast. Ist doch klar. Ich muss dir übrigens noch was sagen. Hat es mit Leonard zu tun? Ist es was Schlimmes? Es hat nichts mit Leonards Verletzung zu tun. Es ist... Was ist denn? Es fällt mir nicht leicht. Es ist nur... Ich... Was denn? Du schon wieder? Jetzt lass sie doch. Sie macht sich halt Sorgen um ihren Stiefsohn. Sie dagegen sehen wirklich müde aus. Soll ich sie vielleicht nach Hause mitnehmen? Ich glaube, Sie haben recht. Um Leonard brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Der ist nicht allein. Sein Vater ist bei ihm. Was ein Pech für sie. Wieso sollten wir uns in nächster Zeit nicht mehr sehen? Wegen Carla. Ich bring das einfach nicht. Das hat dir doch bisher auch nichts ausgemacht. Sie ist meine Stiefmutter. Und ich mag sie. Ich bin ihr ein bisschen rücksichtsschuldig. Wir könnten uns heimlich treffen. Da würde ich mich nur schäbig fühlen. Diese plötzlichen Skrupel, das passt nicht zu dir. Anke. Unsere Beziehung soll durch so etwas nicht belastet werden. Da warte ich lieber. Die Sache ist mir viel zu wichtig.
So wichtig, dass du mich nicht mehr sehen willst. Nur für kurze Zeit. Komm bitte. Carla gewöhnt sich bestimmt bald an den Gedanken und ich fühle mich dann einfach besser. Okay, wenn du darauf bestehst. Also dann. Ruf wenigstens ab und zu an, ja? Klar, das ist ja nur 1, 2 Wochen. Tschüss. Tschüss. Okay. Liebe Carla, ich weiß, ich habe dich sehr verletzt. Und das tut mir unendlich leid. Denn du bist mir sehr, sehr wichtig. Zu kitschig? Nee, keine Spur. Warum regst du dich denn so auf? Die beiden Typen waren völlig unmöglich. Ich verdiene mit solchen Sachen mein Geld. Und außerdem ist das ein ganz normaler Vertrag, den 1000 andere Paare auch haben. Wie bitte? Du findest es normal, dass man die Scheidung vor der Hochzeit plant? Jede dritte Ehe wird geschieden. Es ist nur vernünftig vorzusorgen. Vernünftig? Was hat denn Liebe mit Vernunft zu tun? Viele Beziehungen verliefen glücklicher, wenn die Leute mehr in die Zukunft sehen würden. Typisch, du glaubst echt, man kann alles planen. Besser als blind ins Verderben zu rennen. Wenn man die Dinge also auf sich zukommen lässt, dann ist man in deinen Augen ein bisschen blöd, ja? Das habe ich doch gar nicht so gesagt. Hast du auch schon einen Vertrag für uns? Ich meine, du brauchst doch so Sicherheit für die nächsten Jahre. Also rück schon raus, wo muss ich denn unterschreiben? Hier, das tut gut. Danke. War ganz schön viel los in letzter Zeit. Die Entführung, die Sorge um Leonard. Das ist alles wie ein Albtraum. Naja, immerhin sind Sie und Leonard ja noch am Leben. Zwischendurch habe ich gar nicht mehr daran geglaubt. Das haben wir alles nur Ihnen und Ihrem Vater zu verdanken. Ich finde es wirklich sehr, sehr mutig von Ihnen, was Sie getan haben. Das war doch selbstverständlich. Es war lebensgefährlich. Die Familie lässt man eben nicht im Stich. Sie wollten auch mich freikaufen. Das vergesse ich Ihnen nie. Immerhin sind Sie ja Leonards Freundin. Außerdem hätten wir ja wohl schlecht eine unschuldige Frau in den Händen skrupelloser Gangster lassen können. Ich bin aber nicht unschuldig. Alles, was passiert ist, ist meine Schuld, verstehen Sie? Hätte ich nicht riesigen Mist gebaut, wären wir nie entführt worden.